Hallo und herzlich willkommen zu Rund ums Drehen. Mein Name ist Felix. Mein Name ist Daniel. Und wir begrüßen euch heute zum Thema Werkstoffanalyse. Wir werden mit euch einen Werkstoff, eine Werkstoffbezeichnung heute näher analysieren, die Bestandteile zerlegen und ein Härteverfahren mit euch durchsprechen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. So, nun Leute, beginnen wir mit dem ersten Thema. Erläutern Sie die Werkstoffbezeichnung der Antriebswelle. Hier haben wir den Werkstoff, die 42CrMO4 plus QT. Dazu ist es wichtig, dass man gute Kenntnisse im Tabellenbuch hat, denn nur so kommen wir durch die Aufgabe. Wir schauen als allererstes, was das für ein Werkstoff ist, und das finden wir auch im Tabellenbuch. Bei meiner Ausgabe von Ausgabe 46 auf der Seite 134 finden wir das. Das ist ein legierter Vergütungsstahl. So, nun wollen wir den Teil und den Teil noch genauer erfahren, was das bedeutet. Und zwar schlagen wir da die Seite 125 auf und dann kommen wir zu den 42. Was hier vorne steht beim Werkstoff, das ist wichtig, das ist immer der Kohlenstoffgehalt. Dieser wird immer durch 100 genommen. Steht auch im Tabellenbuch, wir blenden das aber alles nochmal ein. Und zwar 42 durch 100 sind gleich 0,42%. Genau. Nun kommen wir zu der CrMO4. Dazu ist es wichtig, die letzte Zahl hier wird automatisch vorgezogen zum Chrom, also zum Cr. Dieser Anteil finden wir auch hier im Tabellenbuch unter den Faktoren für Legierungsanteile. Das ist ganz wichtig, das blenden wir aber auch nochmal ein. Und hier ist der Faktor 4, und da wir beim Chrom nun 4 haben, machen wir einfach 4 durch 4. Das ist Kohlenstoffgehalt. Und nun 4 durch 4 haben wir 1% Chrom, Cr. Nun kommt noch Molybdän. Da steht jetzt keine Zahl mehr dahinter, würde aber eine weitere Zahl dahinter stehen. Müsste man das dann auch wieder berechnen mit den Faktoren für Legierungsanteile. Haben wir hier nicht, also schreiben wir bei Molybdän ganz einfach geringe Anteile. So, nun fehlt hier in unserer Aufgabe beim Werkstoff nur noch das QT. Das QT ist einfach ein Zusatzsymbol, findet man auch im Tabellenbuch, und bedeutet vergütet. Das heißt, wir schreiben auf QT, vergütet, und in Klammern halt noch Zusatzsymbol. Und somit wäre die erste Aufgabe schon gelöst. Hi Leute, also jetzt bin ich dran, und zwar zu dieser Aufgabe, wo Daniel angefangen hat, geht es weiter. Bestimmen Sie die Zugfestigkeit, Streckgrenze und die Bruchdehnung des Werkstoffs. Diese technische Angabe entnimmt man am besten aus dem Tabellenbuch. Hierfür ist die Tabellenbuchseite 134 sehr gut geeignet. Wir blenden es euch hier unten ein, die Seite, wo wir abfotografiert haben. Und jetzt trage ich für euch kurz die Werte hier ein, und dann wäre eigentlich diese Teilaufgabe schon gelöst. Einmal haben wir hier die Zugfestigkeit, die beträgt hier 900 bis 1100 Newton/Quadratmillimeter. Dann haben wir die Streckgrenze, sind 650, und die Bruchdehnung sind 12%. Diese Werte ermitteln wir, indem wir auf die Seite 134 gehen.
Wir haben auf unserer Zeichnung, die ist hier unten eingeblendet, haben einen Rohrdurchmesser von 65 mm. 65 mm ist größer wie 40. Und dann gehen wir einfach in der Spalte von 40 bis 100 mm nach unten, bis wir auf den Werkstoff 42,4 kommen. Und dann können wir diese Werte eben gemütlich auslesen und fertig ist der Lack. Weitermachen darf ich mit der Aufgabe 1.3. Folgende Aussage: Der Werkstoff ist wärmebehandelt. 1.3.1 Erläutern Sie das angewandte Wärmebehandlungsverfahren. So, wir haben vorhin beim Daniel gehört, QT steht für vergüten. Also ist der Werkstoff in seiner Gesamtheit vergütet worden. Nur, was ist vergüten? Vergüten ist ein Prozess, der besteht aus 3 Teilbereichen. Den ersten Teilbereich erwärmen, dann abstrecken und dann anlassen. So, wie kann man sich diesen Prozess am besten merken? Jeder von euch isst bestimmt gerne Nudeln. Stellt euch vor, ihr kocht Nudeln auf dem Herd, dann sind die fertig, dann kühlt ihr die ab unter kaltem Wasser, dann macht ihr die Nudeln, weil ihr Bock auf Nudelauflauf habt, schiebt ihr diesen Nudelauflauf mit Käse überbacken in den Backofen und lasst ihn bei geringer Temperatur noch den Käse verschmelzen und fertig ist euer Essen oder somit das Bauteil. Das war jetzt mal kurz die visuelle Erklärung zum Vergüten. Nur, welchen Einfluss hat Vergüten auf den Werkstoff? Warum macht man das? Ganz einfach, dadurch verändern sich die Eigenschaften vom Werkstoff. Und zwar wird die Zugfestigkeit höher, die Zähigkeit und die Härte verändern sich alle geringfügiger. Und das ist im Prinzip, warum man eigentlich Vergüten anwendet. So, nun sind wir am Ende vom Video angekommen. Wir hoffen, es hat euch natürlich gefallen. Für neue Videovorschläge schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein und lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Ganz wichtig bei der Sache, abonniert unseren Kanal, dass ihr stets erfahrt, wenn es neue Videos von uns gibt. Bis dahin, auf Wiedersehen. Genau.